Es wurde gefragt in den Kommentaren, was gefällt mir in Russland sehr. Im Allgemeinen kann man sagen, die Mentalität der Menschen hier in Russland ist mit Deutschland absolut nicht vergleichbar. In Russland ist alles anders als in Deutschland oder Europa. Ich finde, vieles ist besser und das Leben ist hier im Allgemeinen wesentlich einfacher und es gibt nicht für alles und jeden Mist Regeln. Man fühlt sich hier so, man könnte sagen, tue, was du willst, solange du anderen keinen Schaden zufügst. Lebe anständig. Und egal wie arm oder wie reich die Menschen hier sind, jeder ist fast immer bereit, einem anderen zu helfen. Und der Staat unterstützt und hilft Familien mit Kindern sehr. Und ich finde im Vergleich zu Deutschland sogar besser und umfangreicher, als man es sich eigentlich vorstellen konnte. Ich habe davon früher nichts gewusst. Und seitdem ich hier lebe, bin ich ehrlich gesagt positiv überrascht von den vielen Unterstützungsmöglichkeiten, die man natürlich beantragen muss, damit man es bekommt. Man bekommt nichts geschenkt. Man muss dafür Bürokratie machen, relativ umfangreiche Bürokratie. Aber wenn man in die Bürokratie gut investiert und weiß, wo man hingehen muss, bekommt man relativ große Unterstützung. Ein kleines Beispiel nur. Es gibt Familien, die relativ viele Kinder haben, zum Beispiel 2, 3, 4, 5 Kinder. Und da habe ich sie gesehen, man muss ein bisschen Bürokratie machen und dann bekommt diese Familie jede Woche zweimal kostenlos Milch und Milchprodukte zum Beispiel. Und es ist auch noch andere Unterstützung möglich, zum Beispiel Bekleidung für die Schule, Schulbücher und viele andere Dinge, die im direkten Zusammenhang mit den Kindern stehen, werden hier finanziell unterstützt. Sowas kenne ich aus der alten Heimat ehrlich gesagt nicht. Ja, und was mir hier am besten gefällt, möge man mich dafür verurteilen oder nicht, aber es ist meine Meinung und mein Glaube. Ich bin kein Moslem, ich bin kein Christ, ich habe einen anderen Glauben. Hier in Russland ist eine Frau noch eine Frau und ein Mann ein Mann. Und diesen verrückten Mist wie in Europa, wo es noch andere Dinge gibt, gibt es hier zum Glück nicht. Dafür Odin sei Dank. Hier lebt man noch nach den guten alten Traditionen und es ist egal, ob du Moslem, Christ oder andersgläubig bist. Jeder akzeptiert hier jeden. Wir sind im Prinzip alles eins. Wir sind Bürger der Russischen Föderation und gut. Eine kleine Ergänzung möchte ich noch zu den Unterschieden Russland und Deutschland hinzufügen. Ich weiß, dass es in Deutschland Elterngeld und Kindergeld gibt. Und auch in gewissen Grenzen Unterstützung. Aber so wie ich es hier erfahren habe und gehört habe, was Familien bekommen, auch an umfangreichen Unterstützungen, die relativ viele Kinder haben, sowas kenne ich aus Europa oder aus Deutschland nicht. Ihr könnt mich gern verbessern, wenn das anders ist, aber ich bin vielleicht auch schon zu viele Jahre weg. Auf der anderen Seite. Was vermisse ich hier in Russland? Natürlich meine Freunde in Deutschland und meine ehemaligen Kollegen. Meinen guten alten Volkswagen Caddy manchmal, weil er so gut wie nie kaputt gegangen ist. Im Gegensatz zu meiner Oasik, der mich fast jede Woche ein klein wenig ärgert und stresst. Pünktlichkeit, Sauberkeit, Disziplin und das vor allem im Straßenverkehr, wo ich manchmal denke, das gibt es ja gar nicht, die Leute wissen gar nicht, was das bedeutet. Und da als kleine Beispiele, schaut euch nur mal die Videos an auf YouTube vom Straßenverkehr und von den Dashcams in Russland. Das ist wirklich Realität. Ich habe es selber erlebt. Ja, was vermisse ich noch? Ja, so ein paar kulinarische Dinge, die man hier einfach nicht kriegt. Mein gutes, geliebtes Eibauer Schwarzbier, was ich sehr gerne mal zum guten Steak getrunken habe. Oder die berühmte Dresdner Worcestersoße oder den guten, leckeren Bautzner Senf. Ja, im Allgemeinen, manchmal vermisse ich auch die Heimat. Und ich würde gerne wieder mal durch die Städte spazieren, Löbau, Görlitz, Dresden und Bautzen. Oder allgemein mal die Oberlausitz besuchen. Aber das ist zurzeit nicht möglich. Was ich überhaupt nicht vermisse, das sind die relativ hohen Steuern, die extremen Preise für Energie, Benzin und andere Dinge. Aber das sollte man vielleicht nicht vergleichen, weil das Einkommen in Russland ist wesentlich anders als das, was man in Deutschland gehabt hat. So, dass dieses, wie soll man das beschreiben? Ja, das, was ich in Deutschland erlebt habe, dieses ewige Denunziere von sogenannten selbsternannten Sheriffs,
wenn mal irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Man hat zum Beispiel Sonntag um 10, 20 Minuten mit dem Rasenmäher gemäht oder man hatte mal kurz den Winkelschleifer angemacht, wenn man was reparieren wollte. Dann gab es immer irgendeinen Idioten, der sich beschweren musste. Oder in der Mietwohnung genauso nach 22 Uhr mal ein lautes Geräusch und schon mobten die Nachbarn rum. Das sind Dinge, die man hier in Russland nicht kennt. Da muss ich sagen, da lebt man in Russland wesentlich ruhiger und wesentlich gelassener. Das sind so die Dinge, die ich überhaupt nicht vermisse. So, und noch was möchte ich sagen. Ich habe das so in den letzten Jahren in Deutschland gespürt, dieses Bevormunden durch das, sag mal, herrschende System, durch das regierende System, habe ich empfunden, wurde in den letzten Jahren immer mehr, es hat zugenommen. Und das spüre ich hier in Russland überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn du was willst, musst du zu den Ämtern gehen und sagen, das und das und das. Aber du wirst eigentlich von der Regierung, na gut, Moskau ist bei uns weit weg, werden wir nicht bevormundet. Also ich empfinde es nicht so, dass man hier in irgendeiner Art und Weise bevormundet wird. Im Gegenteil. Wenn man was will, man muss sich hier um alles selbst kümmern. Dir wird hier in Russland nichts geschenkt. Du musst dich um alles selbst bemühen. Und dann bekommst du auch. Es dauert zwar alles wesentlich länger als in Deutschland, weil die Bürokratie dauert wesentlich länger. Da vergehen mal gerne Monate ins Land, für sogar ein halbes Jahr, bis irgendwas entschieden ist, bis es durch die Instanzen durch ist, wenn es denn durchgeht. Wenn nicht irgendwo ein kleiner Schreibfehler ist oder ein grammatikalischer Fehler, dass man dann alles nochmal neu macht. So habe ich es erlebt hier in Russland. Also die Bürokratiestuben sind in Russland extrem pedantisch, mal 100, was in Deutschland wiederum nicht so ist. Also so habe ich es nicht erlebt. Ja, das ist noch so ein kleines Beispiel. Unterschied Deutschland-Russland. Deutschland Bürokratie extrem schnell. Musst aber alles bezahlen in Deutschland. Für jeden Mist musste ich bezahlen, für jeden Stempel, für jede Apostille, für jede Beglaubigung, für jedes Dokument, egal was war, musste ich jedes Mal viel Geld legen, was in Russland fast alles, also mal im größten Teil kostenlos war. Außerdem, ich hatte Übersetzungen machen lassen müssen, notarielle, na gut, die musste ich bezahlen. Aber in den Ämtern an sich, ob nur beim MFC oder beim MWD, das war eigentlich alles kostenlos hier. Das sind so meine Empfindungen, große Unterschiede Deutschland-Russland. Der Hauptunterschied an sich ist, sag mal, die Strukturen des Systems und wie die Bürokratie arbeitet, habe ich empfunden. Und dass man uns von Moskau her nicht so bevormundet, als was Berlin mit euch jetzt macht. Aber das ist meine reine subjektive Meinung, mein Empfinden. Also hier kommt eine spezielle Antwort für Lukas aus den Kommentaren. Ja, Lukas, du hast recht. Ich habe in der Eile nicht alles korrekt erzählt. Also hier die Korrektur für dich und für alle anderen, die es interessiert. Mein Opa wurde in Lipene 1922 geboren. Dann zog die Familie nach Landsberg an der Warthe um und hatte dort ein größeres Grundstück, ein Bauerngrundstück gekauft am Rande der Stadt. Etwa um 1935 ging die Familie nach Königsberg, da der Vati meines Opas dort eine neue Arbeit gefunden hatte. Dort lebten sie bis etwa Kriegsanfang und Opa wurde 1940 zum Militär eingezogen. Er wurde als 18-Jähriger in den Krieg geschickt. Zu den Aufzeichnungen meines Großvaters und den Erzählungen meines Opas werde ich in einem gesonderten Teil Stellung nehmen und euch einige Sachen erzählen. Da bin ich noch am Vorbereiten, dies gedanklich zu sortieren, um euch dieses Thema, wenn es euch interessiert, in geeigneter Weise zu erzählen.